Frau von der Au, Sie selbst können seit einigen Jahrzehnten Geistwesen sehen und mit ihnen auch kommunizieren. Viele Menschen sind mit ihren Haustieren oft sehr verbunden. Leben auch Tiere nach ihrem Tod im Jenseits weiter? Und haben Sie auch schon verstorbene Tiere wahrgenommen? Ja, natürlich sieht man das ab und zu wieder. Wenn ich jetzt mich so erinnere, also eine Katze musste eingeschläfert werden, da hat die Kollegin angerufen, ich solle das dann mitverfolgen. Und das war sehr gut anzuschauen. Die Katze ist aus dem Erdenkörper geschlüpft und dann ist sie zuerst noch in der Praxis herumgeschnuppert. Und dann dachte ich, wird die denn nicht abgeholt? Und dann war aber doch ein Wesen dort und das hat aber geduldig gewartet, bis die Katze da noch ihren Rundgang gemacht hatte. Dann unsere eigene Katze mussten wir auch vor Jahren einschläfern. Und da waren wir so traurig und saßen dann im Auto, mussten uns zuerst erholen von dem Ganzen. Und dann haben wir nachher gesehen, wie die Katze von der Arztpraxis emporgeschwebt ist. Da war also nur unsere Katze dort. Auch schön anzuschauen und auch wieder sehr trostreich. Dann werden auch Tiere von der jenseitigen Seite her betreut bei ihrem Übergang. Ja, auf jeden Fall. Also das weiß man ja. Menschen, Tiere, alles wird betreut, überall wird geschaut. Es gibt noch weitere schöne Beispiele. Eine Freundin, bei der hat die Hundebesitzerin also gesagt, wir müssen den Hund einschläfern und hat derartige Schmerzen. Und sie war mit dem Hund noch ab und zu bei dieser Freundin und diese, die selber eben auch sichtig ist, hat dann nachher gesehen, wie der Hund im Jenseits war, dass er am Morgen auf dem Teppich vor ihrem Bett da ganz gemütlich da gelegen hat. Und ein zweites Beispiel, das ich früher schon erleben durfte, da hatten wir Nachbarn und die hatten uns gesagt, sie müssen leider die große Wohnung aufgeben und in ein Altersheim ziehen. Und dann hat der Nachbar gesagt, ja, der Hund wird eingeschläfert. Habe ich gesagt, der ist doch noch gar nicht so alt. Dann hat er gesagt, wenn ein treuer Hund, das ist bei Ihnen so Brauch, wenn ein treuer Hund so viele Jahre da gewesen ist und vielleicht nur noch 2-3 Jahre in einem Hundeheim zu leben hätte, wird er eingeschläfert. Und hat mir genau gesagt, wann und so. Und dann sind meine Gedanken nachher so rübergegangen, jetzt wird diese gute Frau ihren Hund vermissen. Und zu meinem Erstaunen sah ich, dass der Hund ja da ist, also der geistige Hund war da in der Küche, mitgegangen ins Wohnzimmer, wieder in die Küche. Wie vorher war er einfach ein treuer Begleiter dieser Frau. Und dann habe ich viele Jahre später erfahren, dass jetzt diese beiden alten Leute verstorben sind. Und dann kam mir sofort so diese Frau und ihre Tierliebe in den Sinn und dann konnte ich zuschalten, natürlich schon immer einfach mit Hilfe auch der geistigen Helfer. Und habe dann gesehen, wie sie in einem geistigen Dorf ist. Also die Sphären sind ja riesengroß und sie war da in einer dieser Stufen, in einem geistigen Dorf und durfte dann in der freien Zeit eine ziemlich lange Wanderung machen zum Gehege, wo ihr Hund in dieser Ebene war. Und dann hat man auch gesehen, die schnuppern schon von Weitem, jetzt kommt meine frühere Herrin da und sie sind dann bereit am Zaun und sie hat ihn dann da etwas gestreichelt und lieb mit ihm gesprochen und ist dann wieder zurückgewandert. Das war so ihr Wunsch in der Freizeit, hat sie auch so gemacht. Und dann fragte ich, ja, und Ihr Mann, wo ist denn der? Und dann hat mein Begleiter gesagt, er ist 2 Stufen höher, ist reifer, hatte auch irgend im Herzen ein großes Wissen schon mitgebracht und wurde dann ausgebildet als Betreuer für eine kleinere Gruppe von Neuangekommenen, die er da belehren musste, auch trösten musste, denen schauen musste. Und das ist fast rund um die Uhr Betreuung und dem war dann diese Aufgabe wichtiger. Und er wusste ja, dass seinem Hund gut geht. Ja, und das Schönste zum Schluss, das muss ich auch nicht vergessen, das war auch schon länger her, waren wir auf einer Autofahrt. Dann ist ein Schmetterling auf unserer Autoscheibe aufgeprallt und ich sehe, wie ein schönerer, leicht durchsichtiger Schmetterling einfach weiterfliegt. Ich musste nachher wirklich nochmal auf der Autoscheibe schauen. Ja, habe ich jetzt recht gesehen? Doch, der Erdenkörper des Schmetterlings klebte an der Scheibe und ohne eine Sekunde Innehalt ist der geistige Schmetterling da elegant weitergeflogen. Werden Tiere bei ihrem Übergang auch abgeholt, so wie das beim Sterben von Menschen zu beobachten ist? Ja, also bei den Tieren ist es das Schöne, sie werden von Tieren der entsprechenden Art
auch abgeholt, habe ich schon mehrfach erlebt. Und dann war auch ein neueres Erlebnis, hat ein Kind mir telefoniert, jetzt sei gerade das Meerschweinchen verstorben. Und das hat mich dann auch bewegt und ich habe dann zugeschaltet und geschaut und habe gesehen, wie andere Meerschweinchen im Kinderzimmer, wo das andere Meerschweinchen gestorben ist, haben sie das abgeholt und sind da gegangen in ihrer lustigen Art irgendwo hin. Und ich habe dann das so verfolgt, wo gehen die denn hin? Und dann war am Ende des Wohnquartiers ein Weiher, wo wir früher auch immer rundherum spaziert sind. Und über diesem Weiher war eine große Fläche. Und dort hatte es so kleine wie Holzkistchen mit einer Seite offen. Und da waren verschiedene so verstorbene Haustiere einquartiert. Wie Auffangstation oder Zwischenebene, keine Ahnung. Und da waren auch so Helfer dabei, die kennt man gut, die für die Tiere zuständig sind, haben einen Overall an. Und immer so mit einem breiten Band, wie ein Kopfverband, dass die Haare geschützt sind. Man sieht das schöne Gesicht, schöne Augen, schöne Wimpern, aber die Haare sind alle eingepackt bei diesen, die da im Tierreich arbeiten müssen. Und dann hat er dann noch etwas so erklärt, eben wenn dann die Ebene etwas gefüllt ist, dann nehmen sie wieder eine große Schar mit in eine weitere Ebene, wo sie dann hingehören, aber am Anfang kommen einfach alle in diese Zwischenebene. Es gibt ja nicht nur Haustiere, sondern auch sogenannte Nutztiere auf Bauernhöfen und all die anderen Geschöpfe in der Natur. Leben auch diese weiter und wohin gelangen diese? Ja, natürlich leben die alle weiter. Es ist ja in der Schöpfung so, auch eine Pflanze lebt weiter. Hier haben wir, wenn wir auf die Autobahn fahren, müssen wir an einer Fleischfabrik vorbeifahren. Und ich habe immer gesagt, da schaue ich nie hin, da will ich nie etwas sehen. Und wie Sie dann gesagt haben, das Thema sollte man auch etwas mal, einige Sachen den Menschen mitteilen, musste ich halt doch da hinschauen und bin in die Nähe gegangen und habe da mich konzentriert. Also wo die Tiere kamen, da habe ich nicht geschaut, aber dann ein Stück in diesem langen Werdegang in dieser großen Fleischfabrik sind durch die Wand, also eine Wand ist geistigerseits in jener Materie keine Wand, sind Tiere rausgekommen und draußen hatte es auch solche Wesen mit diesem Kopfverband, da die Haare geschützt sind. Und die haben dann diese etwas so geleitet, dass sie wissen, wo sie hingehen sollten. Und dann waren so, ich sage jetzt Glascontainer, der Ausdruck wird nicht so ganz stimmen, aber so Container. Und da haben sie ebenso die hineinkomplimentiert, die sind hineingegangen, haben sich niedergelegt, wahrscheinlich war wie eine Narkose, Luft da drinnen. Und wenn so ein Container voll war, hat man das wieder zugemacht. Und dann möchte ich noch bemerken, wie die aus diesem Gebäude kamen, waren die nicht etwa so verstört oder geschockt oder was weiß ich, sondern wahrscheinlich hat man denen vorher schon, oder er hatte so etwas gezeigt, ein Medikament verabreicht, dass sie alles gelassen über sich ergehen lassen können. Und dann kamen die etwa so, wenn der Bauer am Morgen die Tür aufmacht, einfach so, das eine etwas lustig, das andere etwas gelassen, kamen die eben da heraus und wurden dann in diesen Container komplimentiert. Und als dann 4 Container da waren, sind die, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wie auf einer unsichtbaren Straße sind die einfach weggeschwebt oder so. Aber eben sind dort auch Helfer da, die das schauen und eben die Güte auch. Sie werden in eine Narkose versetzt und in diesem Zustand kommen sie dann irgendwo hin. Und da habe ich mal einen interessanten Vortrag gelesen. War ein Bauer verstorben. Und dann dachte er, als er merkte, dass das Leben weitergeht, oh, jetzt komme ich dann schön da, ich weiß nicht was, in das Fegefeuer oder so. Und dann hat man ihn auf eine riesige, riesige Wiese gebracht, wo es viele, viele Tiere hatte. Und da hat er seine Zeit verbracht. Und erst so gegen den Schluss hat er herausgefunden, aha, die haben mich dahin geschickt, damit ich über mein Leben nachdenken kann. Und als Bauer hatte er ja Vorkenntnisse, um liebevoll umzugehen mit diesen Tieren. Und dann sind immer wieder neue Tiere gekommen, haben sie andere wieder mitgenommen. Und da hat er in einer passenden Umgebung die ersten Jenseitseindrücke gehabt und eben von allein über sein Leben nachgedacht, was gut war und was weniger gut war. Vielfach herrscht die Meinung, dass im Jenseits gar nicht so viel Platz für die verstorbenen Menschen und Tiere sein kann. Was ist Ihre Meinung dazu?
Die Erde ist ja so klein im Universum, wenn man einmal nachts den Himmel anschaut. Und hier in der Erdnähe sehe ich ja Sphären und weiter oben hat Sphären, überall Seen, über dem Meer habe ich schon gesehen. Da hat es Platz genug und wie weiter hinauf, desto mehr Platz ist da. Nein, aber man muss auch immer dran denken, das ist ja riesige individuelle Betreuung. Also überall sind Engel, das Personal von Gott und Christus, die da schauen in der Sphäre, in der Sphäre, in der Sphäre. Und wir sind auch, kommt mir so in den Sinn, die Aufstiegspläne. Wir sind geistige Familien, das ist alles geplant im Aufstieg und Platz ist genug, wirklich. Und Arbeit auch für alle. Arbeit, ja, das sagen Sie richtig. Wahrscheinlich haben die viel Arbeit mit uns, ja. Also kann es sein, dass auch verstorbene Menschen diese Aufgaben zugewiesen werden? Ja, zum sehr Beispiel oft. Tiere betreuen und so. Ja, also die vorgeschobenen Helfer, sagen wir ja so in der Fachsprache, die da arbeiten, das sind alles menschgewesene Wesen, die dort die erdnahe Schwingung gut ertragen, die sind da tätig. Ja, in der geistigen Welt hat jeder eine Aufgabe, also, und da hat es Personal genug. Gemessen zu denen, die jetzt auf der Erde sind, wir meinen immer, das sind unendlich viele, aber angesichts der ganzen Schöpfung ist das ja auch wieder nicht so viel, oder? Frau von Drau, die meisten Menschen sind der Ansicht, dass mit der Zeugung nicht nur der irdische Körper, sondern auch der Geist seinen Anfang hat. Wie ist das bei den Tieren? Ja, als ich da drüber nachgedacht habe, ist mir ein schönes Bild, das ich bekommen habe, von einer Kaninchenmutter in den Sinn gekommen. Die Kaninchenmutter, das wusste man, sie bekommt demnächst Junge. Dann war etwa die Zeit und dann war der ganze Stall so in ein spezielles Licht gehüllt. Und die Kaninchenmutter, das ist ja sowieso so, die war dichte blaue Energie. Und dann hätte man, wenn man das wollte, abzählen können, wie viele Junge sie da in ihrem Bauch hat. Und dann sind die kleinen Häschen da rausgekommen. Und zeitgleich, eigentlich könnte ich nicht sagen vorher oder genau oder nachher, wurde ein kleines Geistlein, ein Hasengeistlein inkarniert. Das ist der Zeit gegangen, ist das nächste gekommen, wieder so. Wunderbar anzuschauen und da sieht man dann ganz genau, also jetzt ist das Tier beseelt, weil das hat eine andere Farbe, die Schwingung, und man sieht, Leben ist eingekehrt, also das ist ganz, so kommt so ein kleines Schwächelchen da hinaus und ein Moment und Leben ist eingekehrt, also sehr beeindruckend. Und dann hat das Wesen mir noch gesagt, jetzt musst du dort schauen, das Kleine, das ist nicht lebensfähig, da bringen wir kein Körperchen, kein Geistlein da hinein und das ist dann eine Totgeburt. Also es war alles sehr schön und ästhetisch und eben das Strahlen dann mit dem Geistkörperchen aus diesen winzigen, neugeborenen Kaninchen, also wunderschön anzuschauen. Also vereinfacht gesagt, das Leben eines jeden Geschöpfes kommt aus der geistigen Welt. Kommt aus der geistigen Welt und wird im Moment der Geburt gegeben. Das ist auch so manchmal so ein Missverständnis bei den Menschen. Also es entwickelt sich der Körper und hat vielleicht schon lange zugeteilt, welche Seele dann diesen Körper besitzen soll, beleben soll. Aber im Moment der Geburt ist Leben eingekehrt, heißt ja so. Und der erste Schrei beim Baby, es ist Leben eingekehrt. Also nicht bei der Zeugung. Nicht bei der Zeugung, nein. Vielleicht schon zugeteilt, vielleicht schon geplant, aber nicht inkarniert. Vor kurzem hatten Sie auch noch ein interessantes Erlebnis mit einer Tante, die verstorben war. Ja, das war Folgendes. Sie wurde irgendwie zu mir geführt, keine Ahnung über den Grund damals. Und dann habe ich sie so angeschaut. Sie sah so alt aus wie noch ein paar Tage vor dem Sterben, so ein altes Kleid. Und dann dachte ich, irgendwas stimmt nun hier wirklich nicht. Und habe dann auch gefragt. Sie selber hat eigentlich nichts gesagt. Sie hat so hilflos und verschlossen eher gewirkt. Und dann hat der Begleiter mir gesagt, der geistige Begleiter, sie ist so wie in eine Art, er hat ein anderes Wort gebraucht, aber ich sage Ihnen jetzt Vorhimmel gekommen. Da sind ganz viele versammelt, die meinen, nach dem Erdenleben, wenn sie etwas gebetet haben, kommen sie gleich zu Christus hin. Und die seien schwer zu bekehren und sie müssten selber zur Erkenntnis kommen. Und dann habe ich zu meinem
Begleiter gesagt, ja, aber die ist ja, ich rechne 25 Jahre schon verstorben und dann heißt es ja, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und die Engel haben viel Geduld und die Engel, die diese Sphäre auch besuchen, die kleiden sich immer extra sehr einfach, aber sie müssen selber zur Erkenntnis kommen, ich bin es doch nicht würdig, vor Christus hinzutreten. Ja, das war das Erleben und dann habe ich noch ganz kürzlich in der Nachbargemeinde gesehen, sind neben der Kirchentür sind 4 so verstorbene Damen gestanden, wahrscheinlich die VIPs da von dieser Gemeinde. Und wie ich da näher hingeschaut habe, hatten sie gar keine Freude an mir. Dann bin ich etwas auf Distanz gegangen und habe so etwas fragend zu meinem Begleiter geschaut und dann hat er gesagt, weißt du, die sind hier und die warten auf ihren Heiligen. Der Engel, der einfach gekleidet war, da wollten sie nicht mitgehen, sie warten auf ihren Heiligen. Und jetzt warten sie halt, bis sie zur Erkenntnis kommen, dass nicht der Antonius zur Erde kommt. Und jeder hatte ihren eigenen Heiligen. Es gibt ja in der Natur eine nicht zählbare Zahl von Tieren und es ist für viele fast nicht vorstellbar, dass die geistige Welt für alle Lebewesen eine Aufsicht hat. Was meinen Sie dazu? Das ist, wenn natürlich Mücken sterben oder Fliegen sterben, so sind so wie Odwolken, die das alles aufsaugen, aber es ist überall eine Aufsicht, es wird überall geschaut. Und wenn Menschen auch denken, mit Gift oder so, befördert man die ins Jenseits, so war es ja doch eine Entwicklung, oder, die da mitgemacht haben. Aber es wird alles kontrolliert. Aber es gibt Sachen, die so wie so kollektiv passieren. Oder irgendwo gehen alle verstorbenen Bienen hin und da gehen alle verstorbenen Fliegen hin. Und wir kommen ja auch eigentlich mit, wenn jetzt kein Engel und kein Verwandter da wäre, uns abzuholen. Also passiert nicht, aber wenn das so wäre, würden wir ja mit magnetischer Sicherheit aufgrund unserer Ausstrahlung in eine Ebene kommen. Und so ist das auch mit den niederen Geschöpfen. Das ist alles geregelt und das funktioniert alles wunderbar. Wenn Menschen ein Haustier haben, das vielleicht krank ist, sehr krank ist, dann muss er sich kein schlechtes Gewissen machen, wenn er das Tier einschläfern lässt. Kann man das so sagen? Ja, das sehe ich auch so, weil man sieht es leiden und kann nicht helfen und ich denke, das ist auch für die geistige Welt stimmig. Und eben das gute Gefühl, es geht ihnen nachher ja viel besser und sie werden betreut und wenn man ein rechtes Leben geführt hat, darf man später auch sein Haustier besuchen, ist doch auch ein Trost für so Tierliebhaber. Es ist nicht endlich, sondern der Geist des Hundes, der Katze, das lebt weiter. Frau von Drau, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.